Hallo, ich bin Stefan von Ofera. Heute zeige ich euch meinen Beetkomposter und wie ich damit in unmittelbarer Nähe zur Küche meinen Biomüll kompostiere. Gleichzeitig beleben die Würmer und Mikroorganismen hier im Beet den Boden und sorgen für laufend frische Nährstoffe für die Pflanzen. Der Beetkomposter besteht im Grunde aus 4 Teilen. Dem Deckel, mit dem die Kompoströhre abgedeckt wird, ein praktisches Gummiband, um den Deckel zu fixieren, einem Unterteil, das ins Erdreich eingegraben wird, und einem Oberteil, das mit dem Unterteil über ein praktisches Klicksystem verbunden wird. Nachdem der Komposter zusammengebaut ist, kann er ins Erdreich eingegraben werden. Der Komposter ist gesamt etwa 50 cm hoch und kann bis zur oberen Behälterkante etwa 45 cm in die Erde ragen. Die Lüftungsschlitze sorgen für ausreichend Durchlüftung und schaffen für die Würmer den Zugang nach innen und außen. Der Standort des Beetkomposters ist im Idealfall teilweise beschattet oder zumindest durch Pflanzen geschützt. Zudem ist es sinnvoll, den Standort so auszuwählen, dass er nicht zu weit weg vom Haus ist, damit das Füttern der Würmer schnell und einfach erfolgen kann. Für die Kompostierung im Beet kommen typische Kompostwürmer zum Einsatz. Wenn du bereits Würmer im Garten hast, kannst du diese auch einsammeln und zusammen mit etwas Biomüll und Substrat direkt in den Beetkomposter geben. In der Regel ist es aber ganz einfach und unkompliziert, direkt mit einer Startkolonie loszulegen. Diese kannst du bei uns im Shop oder beim Wurmzüchter von nebenan bestellen. Hier haben wir einen Mix von Kompostwürmern in Basissubstrat. Es besteht eben nicht nur aus Würmern und organischem Material, sondern auch aus vielen tausenden Mikroorganismen, die ebenfalls an der Kompostierung beteiligt sind. Ich gebe die Startkolonie jetzt in den Beetkomposter und füge im Anschluss noch etwas organisches Substrat hinzu. Im Prinzip mögen die Würmer die meisten Bioabfälle, ihr könnt also wie gewohnt in der Küche eure Bioabfälle sammeln. Als Kaffeeliebhaber hast du garantiert jeden Tag Futter parat. Die Würmer lieben nämlich frischen Kaffeesatz. Lassen wir die Würmer nicht länger warten. Auf geht's zur Fütterung. Nun gebe ich wieder Naturpapierschnipsel drauf. Das schützt die Würmer, reguliert die Feuchtigkeit und wir erhalten einen richtig guten Schichtaufbau für die Kompostierung. Je nach Bedingungen und Aktivität der Würmer könnt ihr nach ein paar Wochen vermutlich schon euren ersten selbstproduzierten Wurmkompost ernten. Damit könnt ihr dann im Anschluss euren Pflanzen etwas Gutes tun. Dieser Beetkomposter hier im zweiten Pflanzbeet ist schon länger in Betrieb. Nun sehen wir nach, was die Würmer produziert haben. Hier haben wir feinsten, nährstoffreichen Wurmhumus, den wir im Anschluss gleich im Pflanzbeet untermischen können. Hier stört es auch nicht, wenn wir Würmer und Humus gemeinsam erwischen, da sich die Würmer ohnehin gleich wieder den Weg zurück in den Beetkomposter zum Futter suchen. Natürlich könnt ihr den Wurmhumus aus dem Beetkomposter auch in größeren Mengen sammeln und anderweitig im Garten oder bei euren Zimmerpflanzen untermischen. Um den Humus oder das Substrat von den Würmern zu trennen, könnt ihr ein gewöhnliches Gartensieb verwenden. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich konnte euch zeigen, wie ich direkt vor Ort, ohne lange Transportwege, meinen Biomüll in wertvollen Wurmhumus upcycle. Damit ihr weitere Videos nicht verpasst, abonniert am besten gleich den Kanal. Ich freue mich auf eure Fragen und Kommentare. Bis zum nächsten Mal.